Die gute Nachricht, liebe Zuschauer, wir sind heil und in einem Stück zurück in Thailand. Ja, und wenn man so eine Reise tut, dann kann man natürlich ein bisschen was erklären, ein bisschen was erzählen. Aber keine Angst, das wird jetzt nicht der Dia-Abend hier mit Onkel Hans und Tante Erika, die euch 3000 Dias zeigen von irgendeiner Reise, die euch langweilt, sondern wir haben das, ja, aus der Sicht eines Urlaubers hier mal ein bisschen zusammengeschnitten, so ein paar Highlights, aber auch ein bisschen Erklärung dazu, so dass man das als Reise nachvollziehen kann. Jetzt leben wir natürlich in Thailand und es wird sicherlich für jemanden, der in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo man es auch immer zuschaut, sehr, sehr schwer, das genau nachzuvollziehen, das genau nachzuplanen, das nachzureisen quasi. Aber das ist auch nicht so unser großer Plan mit dem heutigen Video, sondern wir geben euch einfach mal einen kleinen Überblick, wie das so abgelaufen ist, wie wir es gemacht haben. Andere Leute können das natürlich ganz anders machen mit ihrer Reiseplanung, aber wir haben uns halt für diesen Weg entschieden. Also lehnt euch zurück, nehmt euch ein paar Knabbersachen. Ja, müssen ja nicht die sündhaft teuren aus Japan sein. Es macht ja sicherlich auch ein deutsches Lebkuchen heute am 3. Advent. Und vielleicht noch ein Kalt- oder Warmgetränk, je nachdem von wo ihr uns zuschaut. Und dann steigen wir hier mal ein in die ganze Geschichte. Wie im letzten Video euch schon angekündigt, wir haben Thailand mal für einen Jahresurlaub für ein paar Tage verlassen. Vom 4. Dezember ging es los und zurück waren wir vorgestern, also am 13.12. So über alles gesprochen, hat das wunderbar geklappt, hat unsere Erwartungen erfüllt. Und bevor wir hier nochmal richtig tief einsteigen, lasst mich meiner Frau herzlichen Dank sagen, weil sie hat das hier mit extrem viel Liebe, Akribie, Zeitaufwand vorbereitet. Ich glaube, seit 6 Monaten war das in ihrem Kopf gewesen. Da ich mich um viele andere Dinge kümmern muss, war ich natürlich sehr zufrieden, dass sie das alles übernommen hat. Weiß nicht, wie viele hunderte Angebote sie da gecheckt hat, mit wie vielen Agenturen sie gesprochen hat und wie viele 1000 Videostunden sie sich da reingezogen hat, damit halt diese Reise komplett richtig geplant wird aus ihrer Sicht. Und wenn dann alles richtig gut geplant ist, ist es eure einzige Aufgabe, die ihr als Ausländer noch habt. Schaut bitte ganz genau auf die Reisedaten, weil da gab es ja eine kleine Diskrepanz in der Kommunikation oder wie auch immer. Wir wären beinahe einen Tag zu früh hier in Thailand zum Flughafen gefahren und auch in Japan saßen wir schon einen Tag zu früh auf gepackten Koffern. Sowas kann passieren, weil ihr kennt das von den thailändischen Leuten oftmals. Zeit und Datum spielt überhaupt keine Rolle. Allerdings Fluggesellschaften, Hotels und so weiter legen darauf schon Wert. Also doppelt checken, dass bei aller Vorfreude und Euphorie, die dann aufkommt, auch die Reisepläne richtig passen. Wir haben euch hier immer so grob die Preise aufgeschrieben, weil das ja, denke ich, auch für euch mal interessant ist, was so eine Reise kosten kann. Wie am Anfang vom Video schon gesagt, schwierig, das mit einem Trip von Europa zu vergleichen. Aber von Thailand ist es halt auch so und wir haben ja auch ein paar Zuschauer hier von Thailand. Vielleicht will der eine oder andere ja eine ähnliche Reise mal machen. Wir haben uns also für die japanische Fluggesellschaft Zip Airline entschieden. Flugkosten seht ihr eingeblendet, ca. 16.000 pro Person. Allerdings auch hier ganz wichtig bei all den Preisen vor Buchungszeit. Wenn ihr heute bucht und morgen fliegen werdet, könnten die Preise natürlich ganz, ganz anders sein. Genauso sieht es aus mit allen weiteren Preisen, die wir euch jetzt hier noch zeigen werden. Auch da ganz wichtig immer ganz genau schauen. Vielleicht auch einen Rummtag buchen zum Fliegen, nicht am Freitagabend. Aber das kennt ihr alles besser als wir. Das sind alles keine echten Tipps von irgendwelchen Insidern, sondern das ist ganz normales Wissen, was man eigentlich heutzutage generell hat. Ich hatte ja gerade gesagt, wir haben uns für Tokio entschieden, wollten also jetzt nicht von Norden nach Süden, schau dir diese Stadt an, schau dir das an. Da gibt es extrem viele gute Reiseführer im Internet, auch auf YouTube hier Millionen von Videos, welche Städte man unbedingt gesehen haben muss. Aber es macht halt einfach keinen Sinn aus meiner Sicht, weil es irgendwann artet komplett aus, weil dann wird es kein Urlaub, sondern so ein Gehetze. Und das wollten wir auf alle Fälle nicht haben, nach einem festen Zeitplan, sondern wir haben uns einfach die nähere Umgebung hier von Tokio angeschaut. Und damit das alles ein bisschen flexibel wird,
auch nochmal verschiedene Hotels, einmal ein bisschen außerhalb, zweimal in Tokio, alles Mittelklasse. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt auf Reisen den ganz, ganz großen Luxus. Auch da gibt es ja dann natürlich verschiedene Updates, verschiedene Packages, die man sich dann buchen kann, wo man dann sagt, ja okay, ich hätte gerne lieber 5-Sterne-Hotel mit eingebautem Swimmingpool im Zimmer. Auch das bietet Tokio alles. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wir sind in einer der größten Städte der Welt gewesen und auch in einer der teuersten Städte der Welt. Also mit kleinem Geld, vielleicht als Backpacker und so weiter, nicht wirklich zu empfehlen. Aber wie gesagt, wir haben uns auch so auf die Mittelklasse konzentriert, so dass wir also auch da nicht unser Budget extrem weit ausdehnen müssen. Und um ein bisschen flexibel zu sein, Nissan bietet wunderbare Mittelklasse-Autos an, also auch hier wieder alles Mittelklasse. Haben uns dann also für 6 Tage ein Auto gebucht. Das Schöne ist, man muss sich nicht erst an den Straßenverkehr gewöhnen, weil die fahren genau wie die Thailänder auf der in Anführungsstrichen falschen Straßenseite. Einzig ein bisschen, wo ich noch alte Kenntnisse hier rauskramen konnte, war das Fahren in Eis und Schnee. Ja, es ist verdammt kalt und ja, gerade für unsere Verhältnisse, wo wir jetzt doch Thailand gewohnt sind, war das schon eine schöne Umstellung. Kleiner Fun-Fact schon mal im Voraus. Die Kleidung, die wir mitgebracht hatten, hat nicht gereicht. Das heißt, wir mussten noch mal ordentlich nachkaufen. Und dann war es ganz gut, dass wir uns ausreichend mit Taschengeld eingedeckt hatten. Hatte ich auch im ersten Video euch schon mal kurz gezeigt, allerdings ohne Erklärung. Was Japan anbetrifft, sehr, sehr viele Dinge sind schon möglich, die man hier vor Ort machen kann, ohne dass man sich in Japan zum Beispiel dann erst mit Dingen wie Wechselkursen und so weiter auseinandersetzen muss. Wir haben uns von der Kasikorn Bank so entsprechende Prepaid, ja, Kreditkarten geholt, die hier in Thailand schon aufgeladen zu einem festen Wechselkurs, so dass man also auch da grob, ja, seine Kosten im Blick hat. Das kann man ganz nach Geschmack machen. Auch hier ein bisschen Vorlaufzeit einplanen, weil die Bank stellt euch das nicht am selben Tag aus. Hat auch ein bisschen gedauert, bis das fertig war. Aber dann holt man das ab, hat eine vernünftige Karte in der Hand, mit der man überall in Japan bezahlen kann, ohne dass man da irgendwie nach Kleingeld sucht oder irgendwas. Weil mein erster Eindruck von Japan war ohnehin, dass die hier alles ziemlich bargeldlos machen, dass die mit Papiergeld hier gar nicht hantieren wollen, sondern alles geht mit Karten, alles geht über Handys. Ja, kann man gespaltener Meinung drüber sein, ist halt einfach mal so. Und das Taschengeld kann man dann auch durch sehr, sehr gut einsetzen für den Fall, dass man nochmal wärmere Kleidung braucht, ein paar Mützen mehr, vielleicht nochmal eine dickere Jacke, ein paar warme Schuhe für Not. Also alles, was man so einkaufen möchte und was man dann ja, 14 Tage später in Thailand einmotten kann, weil hier werden wir das nie anziehen können. Sähe halt ein bisschen lustig aus, selbst im Winter hier in Bangkok mit dicken Moonboots rumzulaufen. Aber für die Zeit in Japan war das richtig. Das Ganze hat Mot jetzt nicht sich selbst zusammengestellt und hat dann überall bei den Fluggesellschaften, Hotels und so weiter angerufen, sondern hat das als sogenanntes Package über eine Agentur gebucht. Auch hier sage ich vorsichtig das Wort Agentur, weil die Frau, die nette Dame, die Mota als Kontakt, als Ansprechpartnerin hatte, kam uns immer so vor wie eine Einzelperson. Sie hat sich auch so vorgestellt, aber von dem ganzen Service und von dem ganzen, was die so anbieten, gehen wir mal davon aus, dass das so eine Agentur im Hintergrund ist und die Leute dort dann entsprechend freiberuflich ihre Angebote auf Facebook und überall so platzieren und dann halt dort auch persönlich auftreten. Und wenn man denkt, ja, dass wir Deutschen schon gut sind im Organisieren, im Vorbereiten und so weiter, dann schaut euch mal hier den Reiseplan an, den man uns im Vorab schon mal zugesandt hat. Also da ist dann wirklich alles dabei gewesen, alles haarklein aufgeschrieben, zu welchen Uhrzeiten sollte man aufstehen, wann gibt es Frühstück, welche Orte sollte man besuchen. Also das sind Dinge, wo ich sage, wow, richtig gut. Auch permanent telefonischer oder Line-Kontakt zu der netten Dame. Wenn also da Fragen waren, konnte man die immer sich schön beantworten lassen. Brauchten wir erstmal eigentlich nicht. Es hat alles wunderbar funktioniert. Sie hat sich hin und wieder mal erkundigt, ob es uns gut geht, ob wir noch am Leben sind. Nein, das nicht. Aber es ist halt einfach so ein kompletter Rundum-Service, den man auch für kleines Geld buchen kann, denke ich.
Und gerade wenn man in so einem fremden Land ist, wo man ja lange, lange Jahre nicht war. Ich war beruflich früher mal dort gewesen, aber das ist ein ganz, ganz anderes, als wenn man da als Tourist auftritt. Also brauchen tut man so eine Agentur eigentlich nicht, aber wir waren relativ zufrieden. Vor allen Dingen Kommunikation komplett auf Thailändisch zwischen Boot und der Dame, so dass es für mich wieder wunderbar war, sich schön zurückzulehnen, den Urlaub zu genießen, einfach zu schauen, einfach machen zu lassen. Auch wenn man es, wie gesagt, nicht unbedingt braucht. Es war einfach gut zu wissen, dass jemand im Hintergrund ist. Aber ihr kennt das auch von Japan im Generellen, wenn man den Leuten dort eine Frage stellt, sehr, sehr höflich, extrem zuvorkommt. In Tokio und in den Hotels, wo wir waren, auch überall mit der englischen Sprache für die Touristen überhaupt kein Problem. Und selbst wenn man so ein paar Sonderwünsche hätte, wie wir, dass wir halt Internet ein bisschen schneller bräuchten, halt um unsere Videos hochzuladen über den Tag, ja, auch dann wurde uns geholfen. Ach, vielleicht wo wir gerade bei Internet und so weiter sind, auch hier haben wir in Thailand vorab entsprechende SIM-Karten schon gekauft fürs Telefon, so dass man also auch dort immer in Verbindung bleiben konnte. Man musste also vor Ort jetzt nicht noch in Japan irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern auch das alles hier mitgenommen von Thailand aus. Auch das alles relativ einfach zu handeln, aufgeladen, ein bisschen Guthaben und damit konnte man also entsprechend dort, na gut, telefonieren, weiß ich nicht, mit wem ich da sprechen soll, aber wenigstens die wichtigen Sachen wie E-Mail anschauen, Line-Verbindung, WhatsApp und so weiter, funktionierte von der ersten Sekunde perfekt. Was man in Japan eher nicht machen sollte, ist eine Frau die Kreditkarte in die Hand zu drücken und zu sagen, Schatz, geh mal was shoppen, kannst du ein bisschen dich ausruhen, kannst du ein bisschen entspannen, während du durch die Läden ziehst. Erstens, mein Eindruck, wie gesagt, der kann falsch sein. Es ist in Tokio extrem westlich. Man sieht also von der ganzen Exotik, von dem Flair, was man sich so im Kopf vorstellt, über Japan relativ wenig geschäftiges Treiben, volle Straßen, Shoppingcenter bis in den Himmel, also alles, was man so kennt, aber halt alles aus meiner Sicht ziemlich westlich geprägt, alle Brands, alle Marken. Also ich würde jetzt sagen, um neue Kleidung einkaufen zu müssen oder irgendeinem Fashion-Trend dazu folgen, muss man nicht zwangsläufig nach Japan fahren. Das kann ich mir auch hier in Bangkok einkaufen. Aber es ist schön, so ein paar Erinnerungsstücke mitzunehmen und dann auch mehr Zeit zu haben, die man nicht beim Shopping verbringt, sondern dann einfach zu essen, weil das Kulinarische in Tokio hier zumindest, was wir genießen konnten, war natürlich für Touristen gedacht. Das ist mir schon klar. Man schafft in diesen kurzen Tagen jetzt nicht so das super exotische, einheimische, ganz geheime Restaurant zu suchen. War auch, wie am Anfang vom Video schon gesagt, überhaupt nicht unsere Intention gewesen. Dafür gibt es Leute, die sich da deutlich besser auskennen. Also sind wir den ausgetretenen Touristenpfaden gefolgt, haben aber auch dann trotzdem richtig gutes Essen, japanisches Essen, zumindest aus unserer Sicht genießen können. Auch hier wieder der Hinweis, nach Geld sollte man lieber nicht fragen. Es kostet einfach alles ein Vermögen. Aber es ist dann immer schön, aus der Kälte mal raus zu sein, mal ein paar Stunden abzuschalten, sich mal so eine Teezeremonie zu geben, Sushi zubereiten zu lassen und so weiter. Ja, das hat schon was. Und wenn du dann noch den Kimono ankriegst und ein paar Schlappen an die Füße und dich unter diese kleinen Tische dort zwängst, ja, dann hast du ja ein bisschen was du später wieder erzählen kannst zu Hause. Und wenn du dann zu Hause bist, ja, dann schaust du natürlich irgendwann auf eine Gesamtabrechnung, kriegst einen riesigen Schock, völlig klar. Aber das war auch von vornherein klar gewesen. Wie gesagt, wenn man solche Reise plant, wenn man solche Reise auch dann macht, man sollte nicht unbedingt auf jeden Euro, jeden Teilbart schauen müssen, weil dann macht das alles überhaupt keinen Spaß. Man kann sich nicht konzentrieren, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, ach, hier noch was sparen, sondern einfach mal raus mit der Kohle, auf Deutsch gesagt, und einfach die Zeit dort wunderbar genießen. Eigentlich sind wir damit schon kurz durch. Wie gesagt, euch jetzt jeden Tempel zu beschreiben und zu sagen, ja, geh dorthin, geh dahin, geh das hin, mach das. Dafür gibt es bessere Kanäle, dafür gibt es Leute, die jahrelang in Japan zubringen und immer noch nicht alles kennen. Ähnlich wie bei uns in Thailand. Wenn uns jemand fragt nach den allerletzten Hinterwinkeln
da haben wir auch noch keine Erfahrung oder werden die vielleicht auch niemals machen. So ist das einfach. Wir haben einen wunderbaren Urlaub verlebt, wir haben einen schönen Überblick über Japan bekommen und alles andere von Japan wird uns sicherlich vielleicht irgendwann nochmal so sehr reizen, dass wir diese Reise nochmal tun werden. Allerdings vielleicht dann mit ein paar anderen Orten. Wir werden es sehen. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Genug geplaudert für heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen erfahren, die euch interessiert haben. Ein paar Dinge gesehen, die mal anders sind als nur Thailand. Dann bedanken wir uns für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr thailändischen Content sehen wollt, bleibt gerne auf unserem Kanal. Falls noch nicht passiert, abonniert das. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen dafür nach oben gebt. Dann war die Reise nicht ganz umsonst gewesen. Damit sagen wir Danke und Tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.